Tatsächlich hat Richard Strauss nach dem Einzug in Garmisch, in seiner Villa hier, fast alle Werke komponiert, die seitdem er geschrieben hat. Er hat die Elektra noch fertig instrumentiert, komponiert hatte er sie schon, aber er hat die Partitur noch nicht fertiggestellt. Ja, und dann am laufenden Band, fast alles ist zumindest auch in Garmisch komponiert worden, bis auf einige der ganz späten Werke, die Metamorphosen für 23 Solostreicher hat er noch hier komponiert. Und dann war er ja in der Schweiz. Und dort hat er vor allem die 4 letzten Lieder komponiert, die nicht hier in Garmisch-Partenkirchen entstanden sind. Herzlich willkommen im Richard-Strauss-Institut in Garmisch-Partenkirchen. Ich darf hier ganz herzlich die Damen vom Herbert von Karajan-Institut in Salzburg begrüßen. Ich begrüße dich, vielen Dank dafür deine Zeit, dass du dir Zeit genommen hast. Jetzt sind wir nicht mehr in der Strauss-Villa, sondern im Institut. Wann hat er die Strauss-Villa übernommen, gekauft, gebaut? Richard Strauss hatte ja 1905 seine Oper Salome komponiert und sie wurde ein sehr großer Erfolg. Der Erfolg war so gigantisch, dass er sich von den Einnahmen diese Villa hat errichten lassen können. Geplant und errichtet wurde sie dann vom Münchner Architekten Emanuel von Seidel. Es ist eine Original-Seidel-Villa und ja, er ist dann 1908 herum eingezogen. Erst war es als Sommerhaus geplant und später wurde es dann eigentlich der Familiensitz. Und warum gerade Garmisch und nicht München, Ammersee oder Starnberger See? Naja, man suchte für die Familie eine Rückzugsstätte, wo man ungestört sein konnte, das Familienleben genießen und wo Strauss natürlich mit der Natur verbunden war und seine Ruhe hatte, kurz gesagt, damit er auch komponieren konnte. München stand gar nicht zur Debatte. Eine Möglichkeit wäre Chiemgauer Land gewesen, also um an Chiemsee herum. Da war allerdings die Familie der Ehefrau Pauline Strauss. Salzkammergut war auch im Gespräch. Da war aber so, dass Bad Ischl eine kaiserliche Residenz zu dieser Zeit noch war. Und da hätte Richard Strauss zu viel mit Wienern zu tun gehabt, mit der Wiener und österreichischen Society und hätte wahrscheinlich auch nicht seine Ruhe gehabt, weil man eben das Sozialleben hätte pflegen müssen. Garmisch-Partenkirchen wurde dann interessant. Es war ja auch ein kultureller Treff für Münchner Society einerseits. Es war aber auch ein sehr beliebtes Ziel, ganz abgesehen von der wunderschönen Natur. Zum Beispiel hat Hermann Lewy hier eine Villa gehabt. Hermann Lewy, der bedeutende Münchner Dirigent und Hofkapellmeister, Uraufführungsdirigent des Parsifal von Richard Wagner. Und welche Werke hat Strauss dort komponiert? Du meintest, es gibt ja, man sollte eher erzählen, welche er nicht dirigiert hat. Nicht komponiert hat. Ja, tatsächlich hat Richard Strauss nach dem Einzug in Garmisch, in seiner Villa hier, fast alle Werke komponiert, die seitdem er geschrieben hat. Er hat die Elektra noch fertig instrumentiert, komponiert hatte er sie schon, aber er hat die Partitur noch nicht fertiggestellt. Ja, und dann am laufenden Band, fast alles ist zumindest auch in Garmisch komponiert worden, bis auf einige der ganz späten Werke, die Metamorphosen für 23 Solostreicher hat er noch hier komponiert. Und dann war er ja in der Schweiz. Und dort hat er vor allem die 4 letzten Lieder komponiert, die nicht hier in Garmisch-Partenkirchen entstanden sind. Also du meintest, die meisten Kompositionen wurden in der Villa komponiert. Das Lied, was wir gemeinsam musiziert haben, wurde dieses auch in der Villa komponiert oder hatte er das schon viel früher? Nein. Also wir sprechen vom Lied Morgen, Opus 27, eines der berühmtesten und beliebtesten Lieder von Richard Strauss. Tatsächlich hatte er es viel früher, über 10 Jahre vor dem Bau der Villa, komponiert. Zur Hochzeit hat er es seiner Frau gewidmet. 1894 geschrieben in einer Sammlung von 4 Liedern. Vielen Dank, dass du uns die ganzen Materialien für Elektra zugestellt hast und gezeigt hast. War mir wirklich hochspannend. Ich glaube, Strauss hat auch mal eine Vorstellung von Karajan sich angehört, wo er selber Elektra dirigiert hatte.
Ja, die hat er gesehen und Karajan hat sich dann in einem Brief, den habt ihr ja gesehen, herzlich dafür bedankt. Aber gab es eine besondere Verbindung von Karajan und Strauss, dass die da großen Briefwechsel gehabt hatten? Oder? Nein, tatsächlich gibt es nur wenige Briefe und auch im Gästebuch habe ich überhaupt keinen Eintrag gesehen, dass Herbert von Karajan hier Gast war. Mhm. Aber Sie hatten auf jeden Fall Kontakt. Sie hatten einen Kontakt. Richard Strauss hat ja mit anderen Dirigenten vorwiegend sehr eng zusammengearbeitet, mit Karl Böhm, mit Clemens Krauss. Und Herbert von Karajan war ja dann erst so ab den frühen 40er Jahren so der aufsteigende, aufstrebende jüngere Dirigent. Da hatte Richard Strauss auch schon längere Jahre mit anderen Dirigenten eine sehr enge Zusammenarbeit, eben zum Beispiel mit Karl Böhm, der ja auch zum Beispiel die Schweigsame Frau schon uraufgeführt hatte. Herbert von Karajan war ja ein junger Dirigent zu dieser Zeit, war aufsteigend, aufstrebend und Richard Strauss hatte zu dieser Zeit schon eine langjährige Zusammenarbeit, auch mit Dirigenten der jüngeren Generation, schon seit längerer Zeit etabliert. Zum Beispiel mit Karl Böhm eben oder noch viel länger auch schon mit Clemens Krauss, wo die Zusammenarbeit dann noch einmal um über 10 Jahre in die 20er Jahre zurückreicht. Also da war Herbert von Karajan jetzt keine, wie will ich sagen, geradezu signifikante Gestalt, sondern er war ein bedeutender und immer bedeutender werdender Dirigent schon in den frühen 40er Jahren und da hatte er diesen Kontakt auch mit Richard Strauss. Aber hat Karajan auch noch Strauss selber dirigieren gesehen? Oder war das in der Zeit bei Strauss nicht mehr der Fall? Doch, Strauss hat schon noch dirigiert, hat auch in diesen 40er Jahren Aufnahmen gemacht. Ab 39 zum Beispiel noch einmal einen Rosenkavalier in München und vor allem dann Alpensymphonie mit Bayerischem Rundfunkorchester 41 und 44 zum 80. Geburtstag Aufnahmen mit den Wiener Philharmonikern. Die Villa ist ein Privathaus, das ist nicht für jeden zugänglich. Auf dem Grundstück der Villa Strauss wohnt heute ein Urenkel von Richard Strauss. Und die Villa von Richard Strauss, die heute nicht mehr bewohnt ist, wird als private Gedenkstätte gepflegt. Es ist auch ein Teil des Nachlasses dort aufbewahrt. Und es gibt mehrere Archivräume, in denen wir dann auch arbeiten, wenn wir in der Villa zu tun haben und am Nachlass arbeiten müssen. Ja, spannend. Ein wunderschönes Haus. Ja, wirklich fein. Vielen Dank für die schöne Zeit. Sehr gerne. Das interessante Gespräch. Dankeschön. Gerne.